Kleines Update zu unserer Reise und zur Situation hier in Griechenland. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Herzlich willkommen in einem neuen Video von uns. Das vorherige Video haben wir mit Essen beendet und das neue Video beginnen wir mit Essen. Das ist übrigens Pita. Das ist super lecker. Das ist ganz tolles geröstetes Brot mit Pommes und Salat und Chicken. Kann ich nur jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr günstiges Essen mit einem Softgetränk. 2 Pita und 2 Softgetränke haben wir gerade mal jetzt 9,20 € bezahlt. Es ist wirklich sehr, sehr lecker und sehr zu empfehlen. Wir sind übrigens gerade auf dem Weg nach Athen. Da haben wir morgen einiges zu erledigen. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can... Ein schönes Plätzchen mitten in Athen gefunden, direkt am Friedhof, ist bewacht, kostet 10 €. Nikolas, möchtest du was sagen, wie wir reingefahren sind? Also nach Athen reinfahren ist kein Zuckerschlecken, also auch nicht mit dem LKW. Die Straßen sind schon teilweise sehr eng und dann wird irgendwie in erster Reihe, zweiter Reihe geparkt und dann ist eigentlich von der zweispurigen Straße nur noch 1,5 übrig und also, ja, dann fahren irgendwie links und rechts noch Mopeds vorbei. Das ist schon... muss man schon irgendwie aufpassen. Ja, das ist anstrengend. Also wir sind hier nicht wegen Sightseeing heute reingefahren, zumal die Akropolis auch gestern wegen Hitze geschlossen war. Das tun wir uns nicht an bei den Temperaturen. Heute soll es wieder 35 Grad hier werden und wir haben ein paar Dinge zu erledigen und deshalb mussten wir nach Athen reinfahren, sonst wären wir wieder längs am Strand. Wir haben uns aus Deutschland ein Expresspaket mit 20 Kilo schicken lassen. Das war innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, da. Also es geht richtig schnell. Fragt nicht danach, wie teuer das war. Also 20 Kilo mit DHL Express ist richtig, richtig teuer nach Griechenland. Das werden wir so nicht wieder machen. Es gibt aber noch die Variante, dass es irgendwie dann 2 Wochen unterwegs ist, dann wäre es dann günstiger. Ja, wir haben jetzt das Problem, 20 Kilo. Wir sind 15 Minuten zu Fuß entfernt von unserem LKW. 20 Kilo dahin schleppen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Fuck. Kriegen wir das überhaupt rein hier?
Passt durch die Tür. Okay. Oh Mann. Das Paket haben wir uns eigentlich nur nach Athen schicken lassen, wegen diesem einen Teil. Und zwar ist das ein Ersatzdisplay für unsere Kamera. Das ist nämlich kaputt gegangen und Canon kann das in Griechenland nur in Athen reparieren lassen, sodass wir uns dann das ganze Paket hierher schicken lassen haben. Wir würden aber empfehlen, falls ihr euch Pakete nach Griechenland schicken lassen wollt, macht das nicht nach Athen. Der Verkehr und die Parkplatzsuche ist hier echt der Wahnsinn. Wir haben heute noch nichts gefrühstückt. Wir werden wahrscheinlich auf dem Rückweg vom Canon Shop dann irgendwo frühstücken. Das ist übrigens jetzt die letzte Aufnahme mit unserer Canon. Danach werden wir mit unserer GoPro weiterdrehen, bis wir dann die Canon wieder haben. Und wir hoffen, dass wir die auch noch heute wieder kriegen. Die Kamera ist abgegeben. Jetzt heißt es noch 4 Stunden Zeit totschlagen. Bei 35 Grad und wir versuchen irgendwo ein schattiges Plätzchen hier zu finden. Das macht man 4 Stunden in Athen, wenn man nicht in die Akropolis geht, keine Ahnung. Aber so Leute beobachten ist auch mal was Feines. Habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gemacht, seit ich nicht mehr in Hamburg bin. Ist auch mal ein schöner Zeitvertreib. Wir haben uns jetzt in eine Shopping Mall verkrochen, weil das lässt sich draußen überhaupt nicht aushalten. Hier ist es wenigstens klimatisiert. Und die Shopping Mall in Athen, oder eine der, ich weiß nicht wie viele es gibt, heißt Attika. Also falls ihr mal selber in die Bedrohung kommen solltet, so wie wir, irgendwie Athen, das ist furchtbar heiß, ihr wisst nicht wohin, in die Shopping Mall. Da gibt es Klimaanlage und oben dann im 6. Stock ein Café bzw. eine Weinbar, wo man dann das ganz gut aushalten kann. Das ist ein Freddo Cappuccino, den trinkt man hier in Griechenland eigentlich immer. Das ist Cappuccino kalt mit Eiswürfeln drin, ist wirklich sehr, sehr lecker und bei den Temperaturen das beste Getränk, finde ich. Da musst du dir einlegen. Unglaublich, der Verkehr hier. Ja, ich wollte gerade sagen, Athen ist einfach gigantisch. Und ja, natürlich gibt es ja auch diese Touristenbusse. Aber das werden wir uns nicht antun. Jetzt noch in so einem Bus bei der Hitze. Ich weiß nicht, was wir jetzt haben mittlerweile, 36 Grad. Nee, im Leben nicht. Also eigentlich retten wir uns nur von einer Futterbude in die nächste. Weil die hier wenigstens auch klimatisiert. Man kann günstig essen. Weil in dem letzten Laden, wo wir da in der Mall waren, da haben wir für den Kaffee 5,50 € bezahlt. Okay, das sind Hamburger Preise, müssten wir eigentlich gewöhnt sein, aber wenn man bedenkt, dass normalerweise so ein Kaffee auf der Straße 2,60 € kostet, dann weiß man, was Sache ist. Ne? Ich weiß, wir ernähren uns sehr einseitig hier in Griechenland, aber Pita mit Chicken ist einfach so mega lecker und es ist halt einfach günstig. Aber nicht gesund. Ihr Lieben, unsere Kamera ist wieder heile. Wir haben das Ersatzteil vorher ja schon in Deutschland bestellt und uns hierher schicken lassen. Dann haben wir am Freitag hier in dem Shop angerufen, ob wir am Montag vorbeikommen können und das am selben Tag noch reparieren können. Und das haben sie getan. Reparatur hat 62 € gekostet. Perfekt. Wir sind total happy und können jetzt wieder schöne Aufnahmen machen. Zurück am LKW und bei unserem Paket. Ja, wir sind schon ganz gespannt, was da jetzt alles so drin ist. Ist ja schon länger her, seitdem wir das irgendwie in Auftrag gegeben haben. Und so einige Dinge sind uns ja auch abhanden gekommen und kaputt gegangen. Und naja, mal gucken.
Da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Das ist halt so ein Teil, das kann man an den Rucksack ranbauen, damit man dann die Kamera an den Rucksack ranhängen kann. Und dann muss man nicht die ganze Zeit irgendwie ja, die Kamera in der Hand rumschleppen. Und seien wir mal ehrlich, also wer so eine größere Kamera dabei hat und diese Bänder, die an den Kameras dran sind, die schnüren sich einfach in den Hals. Das trägt ihr nicht gut. Das ist echt cool. Equipment noch für die GoPro, dann könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird mich noch viel coolere Aufnahmen vom LKW geben. Genau, so Magneten und Mundstück und sowas. Ach so, ja, Und genau. dann sehe ich gerade. Was siehst du denn? Habe ich meine Mutti gefragt, ob sie uns einmal Oropax einpacken kann, weil wir haben sie in Griechenland nicht gefunden. Und was hat sie gemacht? 4-mal Oropax eingepackt. Ich glaube, die reichen jetzt für unser ganzes Leben. Naja, für ein ganzes Jahr auf jeden Fall. Oder noch länger. So, was haben wir noch hier? Achso, ja genau. Es gab einen guten Tipp aus der Community von euch. Und zwar für den nächsten Ölwechsel. Ceratec. Das kommt dann mit dem nächsten Ölwechsel rein. Das soll für die alten Motoren ganz gut sein. Ja. Kann ich irgendwann noch mal was zu sagen? Nicht nur einmal, sondern gleich dreimal. Ja, aber man braucht auch alle drei. Also man muss wirklich alle drei reinpacken. Ja. So, dann haben wir noch unsere Wasserfilter. Genau. Also man kriegt schon auch Wasserfilter hier in Griechenland, aber nicht. Welche haben wir denn jetzt da drin? Eine bestimmte Sorte kriegt man nämlich nicht. So war das. Genau, das sind die Keramikfilter. Ja. Und davon haben wir gleich 4 Stück. Wie lange halten die jetzt? Ich glaube, für die nächsten 2 Jahre sind wir erstmal ausgerüstet, oder? Ja, ein halbes Jahr. Mhm. Also die nächsten 2 Jahre keine Filter mehr. Ja, das ist natürlich das Geilste. Ein Gruß aus der Heimat, Hela Ketchup. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist wahrscheinlich eher etwas sehr Lokales im Norden. Auf jeden Fall, der Hela Ketchup kommt aus unserer Heimat, aus Ahrensburg. Und ja, das ist halt irgendwie so eine Leidenschaft. Ne? Ja, ich habe zu meiner Mutti gesagt, wenn noch Platz im Paket ist, dann soll sie uns nochmal Hela einpacken. Ja. Vielen Dank, Mama. Das Wichtigste überhaupt. Ja, genau. Dazu müsste ich was erklären. Also das hier ist ein, naja, aus China, ist ein Backup-Wechselrichter. Der Wechselrichter ist eigentlich somit das Wichtigste in unserem Strom-Setup, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir dann arbeiten können. Unsere Notebooks. Unser Kamera-Equipment, also genau. Alles wird halt mit dem Wechselrichter geladen und wenn der mal ausfällt, können wir halt nicht arbeiten. Ja, man hätte jetzt natürlich sagen können, ja gut, warum habt ihr denn nicht irgendwie 12 Volt dann verlegt, dass man das da laden kann. Unsere Notebooks zum Beispiel, die haben mehr, also sie brauchen mehr Strom, haben eine so große Stromaufnahme, dass sie halt nur mit den 220 Volt Netzteilen laufen und das kann dann halt so ein 12 Volt, so eine 12 Volt Stock, das kann dann so eine 12 Volt Steckdose nicht mehr leisten. Ja, wir sind halt den ganzen Tag schon irgendwie durch Athen gelatscht und irgendwie Die Sonne. Ich kriege keinen geraden Satz mehr raus irgendwie so. Aber auf jeden Fall haben wir es von anderen halt schon mitbekommen, Ja. dass es gar nicht so leicht ist, also in einigen Ländern einen Wechselrichter aufzutreiben und Genau. wir sind halt auf den Wechselrichter nochmal angewiesen und den wollten wir gerne als Backup aber ja, dabei haben. ist jetzt nicht der teuerste, aber ist halt dafür da, dass wir dann im Falle eines Falls dann zumindest da so nochmal weiterarbeiten können. Auch wenn er dann nicht so ganz so lange hält. Genau. Dann, Und den und unser anderes Strom-Setup findet ihr in unserem Amazon-Shop. Also falls euch das interessiert, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den Shop genau. und den Wechselrichter. So. Was haben wir da noch? Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ja, genau. Ah, noch mehr Filter. Okay. Okay, wir haben noch mehr Filter. Gut, also okay, das ist unser Wassersetup besteht aus Keramikfiltern und aus den Carbon, wollte ich beinahe sagen. Nee, wie heißt das hier? Aktivkohlefilter, genau. Also für die nächsten 2 Jahre müssen wir uns über unser Trinkwasser, weil wir trinken unser Wasser ja auch, keine Gedanken mehr machen. Genau. Das finde ich auch cool. Ja. Also hier nochmal herzlichen Dank an euch, Martina und Hans-Peter, dass wir dieses Spiel da bei euch kennenlernen durften. Das ist mega geil, da haben wir voll Spaß dran. Es hat uns so gut gefallen, dass wir Ja. uns das gleich auch nochmal bestellt haben. Ja, sehr geil. So, und jetzt kommen wir zu den mysteriösesten Dingen. Für euch jetzt vielleicht erstmal gleich ersichtlich. Was ist das? Eine Grillplatte? Ja, wir haben ja eigentlich einen Gasgrill
Und dieser Gasgrill ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Und den wollen wir auch weiterhin benutzen und benutzen wir auch weiterhin. Aber das letzte Mal, als wir ihn benutzt haben, das war irgendwo am Strand in Griechenland. Wir haben den nachts die Platte ins Gras gelegt, wie man das halt so kennt. Diesen Trick kennt ihr bestimmt auch. Ne, genau, angebranntes. Wenn man das loskriegen will, dann legt man das halt einfach ins Gras. Über Nacht löst sich das dann und dann kriegt man das besser runter. Und eigentlich war an dem Strand keine Menschenseele. Wirklich, da war niemand. Außer ein paar Schakale haben wir jaulen hören. Auf jeden Fall am nächsten Morgen war unsere Grillplatte nicht mehr da. Ja, die Grillplatte war weg. Das andere Teil, was wir da auch noch hingelegt haben vom Grill, ist aber da geblieben. Und unsere Vermutung war da. Haben das die Schakale mitgenommen? Und wir haben tatsächlich dann auch noch Fußspuren gefunden. Also Pfotenspuren, Pfotenabdrücke, die da irgendwie rundherum im Sand waren. Also Leute, lasst eure Grillzeug irgendwie nicht draußen liegen, auch in Griechenland nicht. Also in Afrika oder so wäre das logisch gewesen. Ne, so. Aber naja gut, ich meine klar, es gibt Hunde in Griechenland, es gibt Schakale in Griechenland, haben wir irgendwie nicht weitergedacht. Ne? Naja. Wir können unseren Grill wieder benutzen. Wir können unseren Grill wieder benutzen. Gut, ich glaube, das war's. Ja, eine ganze Menge war dabei. Guten Morgen ihr Lieben, kleines Update zu unserer Reise und zur Situation hier in Griechenland. Die letzten 2 Nächte konnten wir überhaupt nicht gut schlafen. Wir hatten 28 Grad zum einen in Athen und gestern Nacht auch. Wir sind zwar schon... Also in der Nacht, ne? In der Nacht, genau. Also tagsüber hatten wir, ich weiß nicht, 36 oder 37 Grad, also richtig heftig. Ja, und wir wollten gestern in die Berge fahren, aber da wüten jetzt schon vereinzelt auch Feuer. Man hört auch schon die Löschflugzeuge hier fahren. Beziehungsweise Hubschrauber fliegen. Ne? So, genau, und wir wurden dann gestern gebeten, von einem Platz wegzufahren aus den Bergen. Weil wir sind dahin gefahren, hatten einen Platz gefunden und dann stand da schon ein Feuerwehrfahrzeug. Und die hatten wir halt gefragt, so wie sieht es aus, können wir denn eigentlich hier schlafen? Und meinten, ja, hier ist halt ein Feuer in der Nähe. Genau, und mussten wir wieder runterfahren und diese Nacht konnten wir heute auch nicht schlafen. Auf jeden Fall haben wir die nächsten Tage ein bisschen was vor. Wir wollen was an der Kabine und am Fahrzeug machen und wir müssen auch noch ein bisschen was arbeiten. Wir brauchen einfach einen Platz, der ein bisschen schattiger ist, wo wir nachts auch gut schlafen können, wo wir auch tagsüber halt arbeiten können. Und eigentlich war unsere ursprüngliche Route eine ganz andere, und zwar zeige ich euch die jetzt mal auf der Karte. Wir stehen aktuell 20 Kilometer nördlich von Athen und eigentlich hatten wir geplant, dass wir immer entlang der Küste fahren, von einer schönen Bucht zur nächsten, um so Richtung Türkei zu gelangen. Auf jeden Fall wird es in diesem Bereich sehr heiß werden und wir haben festgestellt, dass es im Gebirge auf jeden Fall viel kühler ist und wir werden uns jetzt hier entlang der Gebirgskette von einem Berg zum nächsten hangeln und da hoffen wir auf kühle Temperaturen, um auf diesem Weg dann Richtung Türkei zu kommen. Die nächsten Wochen wird es halt auch nicht besser. Hier ist gerade irgendwie eine mega Hitzewelle in ganz Europa und Griechenland trifft es auch ziemlich heftig. Das wird jetzt über die nächsten Tage richtig heiß. Das werden Orte teilweise 44 Grad haben und das wird auch nicht abklingen. Also der Wetterforecast sagt halt auch, dass das auch in der nächsten Woche so sein wird, die Woche drauf. Und es ist halt einfach überhaupt nicht abzusehen und wir wissen gerade so ein bisschen nicht, wohin wir jetzt sollen. Wir haben auch schon mit Einheimischen gesprochen und die meinten halt auch, das ist völlig unnormal. Also die kennen das ja mit 35 Grad, aber alles was da drüber ist, das ist gerade echt eine Ausnahmesituation auch für die Einheimischen. Genau, wir haben jetzt eben, wie gesagt, den Plan, haben wir euch ja gezeigt. Wir setzen jetzt auf die Berge, dass wir dort das einigermaßen kühler haben. Also zumindest konnte man auf der Wetterkarte von unserer Wetter-App dann halt sehen, wie sich die Temperatur entwickelt, dann so über den Tag und in den Bergen kühlt das dann zum Abend hin immer noch wieder richtig schön runter, sodass wir wenigstens schlafen können. Aber tagsüber wird es trotzdem heiß. Ne? Ja, dann würde ich sagen, auf geht's.
Wir haben einen Platz gefunden, aber wir sind noch nicht so richtig zufrieden damit. Aber das ist das Beste, was wir finden konnten bis jetzt. Und naja, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ne? Aber man lässt sich ja recht leicht was finden in den Bergen, auch ohne Parkvorneid. Ihr Lieben, kleine Planänderung. Wir haben noch einen viel cooleren Platz gefunden und da wollen wir dann auch noch ein paar Tage länger stehen, weil der richtig cool ist. Ja, wir werden ein bisschen Wasser auffüllen, damit wir es da auch länger aushalten. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen was einkaufen, aber hier gibt es weit und breit keinen Supermarkt. Das heißt, wir müssen mit unseren Vorräten jetzt die nächsten Tage hinkommen. Und wir haben jetzt gerade einen Brunnen gefunden. Wir werden euch mal zeigen, wenn da nicht genug Druck drauf ist, wenn wir keinen direkten Anschluss haben, wie wir unser Wasser tanken. Equipment Nummer 1. Wir haben hier 2 Eimer, die lassen wir immer nach und nach volllaufen. Ja, Yvonne hat ja schon erklärt, dass wir die Eimer benutzen, wenn wir keinen Wasseranschluss vorfinden, der genügend Druck hat. Dafür haben wir dann die Pumpe, mit der wir dann das Wasser aus den Eimern durch unsere Filter, falls da nochmal Rost drin ist, dann entsprechend in den zweiten Sedimentfilter reinfiltern und dann direkt in die Tanks rein. Und wenn wir das Wasser entnehmen aus den Tanks, dann haben wir auf jeden Fall da nochmal unsere Filter drin, um Bakterien und komischen Geschmack irgendwie rauszufiltern, so dass es dann auch wirklich Trinkwasser ist. Aber hier, das was wir jetzt hier haben in den Bergen, das ist trinkbar, weil auch die Einheimischen hier ihr Wasser holen. ...480 Liter, 35 Minuten. Die Pumpe hat so 3,5 Bar. Ist das nicht ein geiler Platz? Das hat sich echt noch gelohnt, so ein paar Kratzer in Kauf zu nehmen. Wir werden euch im nächsten Video natürlich zeigen, wo wir hier stehen. Das ist einfach mega herrlich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video.